Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Wir bauen neu, Folge 2. Worum geht es uns heute? Ich muss jetzt hier ein bisschen neben oder in die Sonne schauen. Ich habe 2 Themen heute für euch. Das erste ist Planung mit Architekt oder ohne Architekt. Und das zweite ist, wo wir uns jetzt gerade auch beschäftigen, wir sind hier auf dem neuen Grundstück, das ist das Thema Wärmepumpe. Da geht es um Grundwasserwärmepumpe oder Solewasserwärmepumpe. Ich habe euch ja beim letzten Beitrag schon gesagt, wir sind jetzt hier in Starnberg, am Starnberger See. Wir sind jetzt nicht im Ort direkt Starnberg, sondern am Starnberger See. Und ich fange mal an mit dem Thema 1, Bauen mit oder ohne Architekt. Für uns steht einfach von Anfang an fest, dass wir mit dem Architekten bauen. Warum ist das so? Das geht einmal um die äußere Gebäudehülle. Sicherlich einige von euch, die können das natürlich selber zeichnen, kann man machen. Wir haben aber gemerkt, wenn man so ein bisschen mehr will, ein bisschen anspruchsvoller das Ganze haben will und speziell wenn es um die Raumaufteilung geht, ne, im Innenbereich, braucht man einen Architekten. Und dann geht es auch noch eine Stufe weiter. Wenn ihr einen schicken Innenraum wollt, kenne ich von euch, aus der Zusammenarbeit mit euch, viele arbeiten mit einem Innenarchitekten zusammen. Für uns heißt das jetzt am Anfang, wir fangen erst mal mit dem Architekten an. Wir haben uns jetzt hier in der Region um Starnberg umgeschaut. Und das wird bei euch genauso sein, wenn ihr jetzt in München, in Freiburg, in Neubrandenburg, in Eisenhüttenstadt seid. Das Bauen mit dem Architekten, natürlich kostet das Geld, ihr werdet dann die Kosten sehen, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Und ihr könnt das so machen, wie wir das jetzt machen. Ihr schaut euch ein paar Architekten an, ihr sprecht mit dem Architekten. Und wir sind jetzt nicht so fremd vom Bau, ne? Also wer uns kennt. Und das heißt, dass wenn ich Gebäudesystemtechnik, Elektrotechnik, Planung, wenn ich das kann, wie das jetzt bei uns ist, KNX-Programmierung, die ganzen Geschichten, Netzwerk, das heißt noch lange nicht, dass ich jetzt als Frank Völkel das Gebäude planen kann, ne, die äußere Form. Auch wir brauchen einen Architekten. Ne, das ist meine Message an euch. Und wir sind jetzt noch nicht ganz so final. Beim nächsten Beitrag oder im übernächsten Beitrag werden wir final sein. Und da werdet ihr dann auch mal sehen, wir fangen dann mal an, was haben wir eigentlich bezahlt, was kostet so ein Architekt. Ne? Empfehlenswert, dass wir es mit dem Architekten machen, die Gebäudehülle planen, das ist Fakt. Hat auch noch ein paar andere Gründe. Wenn ihr jetzt nicht standardmäßig bauen wollt, ihr wollt jetzt nicht eine Schuhschachtel haben, so wie ein kleines Kind ein Haus zeichnen würde. Ne? Man nimmt einen Karton und schneidet dann Löcher rein. Jetzt vielleicht ein bisschen lustig gemeint. Wenn ihr das nicht so machen wollt, müsst ihr euch einen Architekten nehmen. Es gibt einige wenige unter euch, das weiß ich, die auch die Pläne an uns schicken, die hohes Talent haben und die auch eine Innenraumaufteilung hinbekommen, die für sie individuell passend ist. Bei uns ist das ja auch noch so, es soll ja ein Teil Büro auch noch werden und es soll ein Teil eine Praxis mit reinkommen. Das sind die ganzen Geschichten und da muss ich sagen, ich bin nicht der Richtige. Also wir können das nicht und deshalb geben wir das an den Architekten. Ja, das ist das Thema Architekt versus kein Architekt. Vielleicht muss man noch mal sagen, auch was das Thema Ausloten der Grenzen, der Möglichkeit der äußeren Form anbelangt. Das wird der Architekt besser können als ihr. Warum ist das so? Weil er hat meistens einen guten Draht zur Gemeinde, zum Bauamt. Er hat vielleicht schon Projekte laufen in der Region, hier in der Region Starnberger See. Wir werden bestimmt mit jemandem zusammenarbeiten, der schon was Tolles gemacht hat. Der was vorzuweisen hat. Ja, und wir werden natürlich mit dem zusammenarbeiten. Das ist auch noch ein Punkt. So, das war das Thema Architekt versus kein Architekt. Jetzt komme ich mal zu dem Thema Wärmepumpe. Da möchte ich euch auch noch was zeigen. Wir haben jetzt 2 Möglichkeiten. Hier auf diesem Grundstück um den Starnberger See herum habe ich mir jetzt so sagen lassen, ich habe mir so die Gelände-Geodaten angeschaut, das sind so Moränen, der Boden. Ne? Und das heißt also, da kann es sein, dass ich an einer Stelle zum Grundwasser komme und an der anderen Stelle habe ich kein Grundwasser. Das Grundstück, wie schon im letzten Beitrag gesagt, ist jetzt ein bisschen größer. Wir haben also mehrere Möglichkeiten zu bohren, aber es ist trotzdem begrenzt. Wenn das mit der Grundwasserwärmepumpe nicht klappt, dann, was machen wir dann? Ihr kennt ja die Beiträge von uns, dann werden wir wahrscheinlich eine Wasserwärmepumpe verwenden und werden so 100, 120, 150 Meter tief in die Erde gehen. Ist eigentlich für mich so die zweitbeste Lösung,
ne? Luftwärmepumpe und so Geschichten, wer mich kennt. Also halte ich ja nichts davon, Jahresarbeitszahl, Energieeffizienz und so weiter. Ich zeige euch das gleich nochmal. Ich plädiere für die Grundwasserwärmepumpe, muss man natürlich auch beantragen, dass man überhaupt diese Bohrung machen darf, ne? Und überhaupt das betreiben darf. Ihr nehmt ja das Wasser und an einer anderen Stelle gebt es wieder zurück. Ist bei der Sohle nicht so, ne? Da läuft das rund. Da habe ich eine Pumpe und da läuft das rund. Vorteil der Sohle, ich entnehme nichts. Kriege ich vielleicht schneller eine Genehmigung? Ich glaube, das ist für uns nicht das Thema Genehmigung. Wir müssen jetzt erstmal hier in diesem Bereich, wir müssen Wasser finden, ne? Und genügend Wasser finden. Da wird ja dann auch ein Test gemacht. Ich hoffe, dass das so funktionieren wird. Ansonsten setzen wir auf die Sohle. Wir haben viele Beiträge dazu schon gemacht, ne? Und dann kommt natürlich die Wärmepumpe dran. Ist für mich Pflicht. Es gibt einige von euch, die sagen, Wärmepumpe gefällt mir nicht so. Da würde ich sagen, im Falle der Luftwärmepumpe, wenn gar nichts geht, kann man die einsetzen. Ich zeige euch jetzt noch mal eine Stelle, wo schon Bohrungen gemacht wurden, wie das aussieht. So, das ist hier eine Sohlebohrung. Das kann man vielleicht mal zeigen hier, wie das aussieht. Die Sohlebohrung hier, das ist so ein ganz spezielles Kunststoffrohr. Das geht jetzt hier in dem Falle, ist jetzt nicht bei uns, ne? Ich habe das einfach mal hier so von den Nachbarn mir rausgesucht. Das sind Sohle-Schlangen, 110 Meter sind es, glaube ich, exakt. 110 Meter gehen die in das Erdreich. Ne? Und da drin haben wir dann eine ganz spezielle Flüssigkeit. Diese Flüssigkeit nimmt die Wärme aus dem Erdreich auf und gibt die dann, das wird dann über den Kompressor-Kühlschrank-Prinzip, transferieren wir das auf ein höheres Energielevel und dann haben wir natürlich so eine Jahresarbeitszahl von 4,5, irgendwie sowas. Ne? Ich nehme jetzt nicht die Herstellerangaben. 4,5, 4,9. Bei der Grundwasserwärmepumpe haben wir 6,9. Ne? Also dann bei den guten Geräten. Ihr wisst ja schon, also was mein Favorit ist. Ob das jetzt bei uns, ob wir das anwenden können. Ich hoffe es und ich hoffe es, dass wir hier in diesem Bereich, dass wir da Wasser finden. Was wir auch in Kürze für euch bringen, ist ein ganz wichtiges Thema. Baustellenabsicherung. Also das ist ja so, wenn man jetzt das Grundstück hat, ne? Und ja, also ihr müsst ja da drum einen Zaun machen, beziehungsweise wenn ihr genau wissen wollt, was auf der Baustelle passiert, wenn ihr jetzt nicht vor Ort seid und die meisten sind nicht vor Ort, dann müsst ihr das überwachen. Also das Thema Baustellenüberwachung, Grundstücksüberwachung. Und da habe ich eine sehr tolle Lösung für euch. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber das gibt es in einem der nächsten Beiträge in der Serie Wir bauen neu. Und ich glaube, das wird viele von euch interessieren. So, jetzt aber wirklich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf einen Daumen, wenn das euch gefallen hat. Stellt gerne noch Fragen, was hier unseren Bau anbelangt. Ne? Vielleicht habe ich was vergessen. Vielleicht bin ich auch schon zu tief drin. Dann, dass wir einen extra Beitrag machen, wenn euch noch was fehlt. Es werden jetzt viele Beiträge kommen. Wie ihr seht, wir sind noch ganz am Anfang. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.